Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video. Und heute gucken wir uns an, wie funktioniert das neue, also mittlerweile so neu ist es gar nicht mehr, aber wie funktioniert das Skin-System, das Transmutation-System, das Aussehen eines Gegenstandes zu ändern. Das Ganze funktioniert bei Ruby in Nordflares, da müsst ihr einfach nur hingehen. Und das ist eigentlich ziemlich simpel. Also ich demonstriere das jetzt mal und kaufe mir hier jetzt mal ein paar von diesen Scrolls. Wie viel brauche ich denn? Kaufen wir erstmal nur 10, weil ich bin mir nicht sicher, wie viel in diesen Sets drin ist. Genau. Also das ist auch das einzige Item, das ihr hier verkauft. Das ist eine Scroll of Transmutation. Aktuell noch keine deutsche Beschreibung. The scroll permanently destroys an item and adds its appearance to your wardrobe. Genau, was bedeutet das? Ganz einfach, wir zerstören ein Item permanent und fügen es unserer Garderobe hinzu. Und ich mache das Ganze jetzt mal wie folgt. Wir zerstören jetzt hier diesen Silk Helmet. Genau, und der ist jetzt weg. This item has been added to your wardrobe. Dann geht man hier auf Cosmetic Wardrobe und sieht jetzt hier Silk Helmet. Gut, ich habe jetzt einen CS-Helm an. Jetzt sieht man es quasi, also es ist quasi so eine kleine Preview. Kann man sich das hier so ein bisschen angucken, ein bisschen rein und raus zoomen. Genau. Und jetzt kann ich quasi... Ne, jetzt kann ich hier so. Genau, jetzt kann ich hier den Helm reinziehen. Hätte ich jetzt noch weitere Helme, könnte ich halt auch einen anderen auswählen. Ich habe jetzt halt nur den Silk-Helm hier drin und dann kann ich hier auf Start drücken. Das einzige Problem, was es hierbei gibt, ist, wenn ihr das macht, dann steht es hier eh schon dabei in der Preview sozusagen, Account gebunden und mit dem lilanen Text Transmutation Silk Helmet, also dass dann auch jeder weiß, zu was dieses Item denn geändert wurde. This procedure will make your item account linked only removable with a revert transmutation scroll. Are you sure you want to continue? I am. You have transmuted your item. Und jetzt haben wir quasi einen Rose-Helm, aber wie in der Preview zu sehen war, sieht er jetzt aus wie ein Silk Helmet. Und das war auch schon eigentlich der ganze Hokuspokus dahinter. Ich habe das Ganze jetzt auch noch getestet, man kann das Item dann ganz normal beim NPC verkaufen. Der einzige Nachteil ist, wie gesagt, dass es accountgebunden ist, das heißt, man kann es nur mit einer Scroll of Common Bank zwischen den eigenen Charaktern auf dem gleichen Account hin und her tauschen. Und dann kommen wir noch kurz zu ein paar Beschränkungen, die ihr beachten solltet. Ihr könnt nur klassengleiche Gegenstände und geschlechtergleiche Gegenstände skinnen. Das heißt, ihr könnt keine weiblichen Sachen auf männliche Sachen skinnen, weder bei CS noch bei Rüstung. Und ihr könnt keine Ranger-Sachen beim Knight skinnen und keine Knight-Sachen beim Ranger. Also es muss quasi die gleiche Klasse sein oder Vorklasse, das heißt Akrobat und Vagrant sind Ausnahmen davon, aber eben nicht zwischen den Klassen. Also gleiche Vorklassen, Ranger, Akrobat, Vagrant. Nicht die gleichen Klassen wären zum Beispiel Mercenary, Akrobat, Mage. Also zwischen denen könnt ihr nichts machen, aber ihr könnt Mercenary, Knight und Blade zum Beispiel machen. Das sind aktuell so ein paar Beschränkungen, die es noch gibt und dem Geschlecht, aber gut, das ist eigentlich klar, sag ich mal. Finden viele Leute nicht cool, andere Leute finden es gut so. Also es gibt aktuell eine Suggestion im Discord, wo das geändert werden soll, die ist aber ziemlich 50-50, beziehungsweise zumindest als ich das letzte Mal drauf geschaut habe, beziehungsweise war sie sogar ein bisschen eher im Negativen, also dass es nicht geändert werden sollte, dass man eben kein Ranger zu Knight machen kann und so weiter und so fort. Ja, muss man natürlich dazu sagen, kenne ich jetzt aus anderen Spielen so auch nicht, dass du... Also ich meine, es gibt Spiele, wo du wirklich komplette Freiheiten hast und quasi einfach rumlaufen kannst, wie du lustig bist. Aber es ist natürlich schon ein bisschen blöd, wenn plötzlich jeder als Blade rumläuft mit Extra oder so. Also sieht so aus, aber dabei ist er eigentlich ein Ranger oder ein Mage. Nimmt so ein bisschen den Flair von der Klasse, sag ich mal. Also ich verstehe beide Seiten und ja, mir ist es ehrlich gesagt egal. Aktuell. Genau. Und ja, das war es im Endeffekt auch schon. Also so funktioniert das Ganze. Ich habe jetzt noch meine ganzen CS-Items hier reingespeichert. Also auf meine Wardrobe. Und wenn man dann richtig viele Sachen hat, kann man jetzt hier auch noch eingeben. Zum Beispiel Spy. Und dann wird einem nur Spy angezeigt. Und dann kann man das, wie gesagt, auswählen. Dann sieht man hier nochmal die Preview, wie das Ganze aussieht und so. Also es ist wirklich ganz nett gemacht eigentlich. Vor allem die Preview, finde ich, ist auf jeden Fall hilfreich, dass man sich es im letzten Moment wirklich nochmal angucken kann. Will ich das wirklich skinnen? Will ich wirklich diesen sexy Gürtel haben? Yes, I want that. Und so weiter und so fort. Also, ja, ist eigentlich nicht so kompliziert. Das, was wirklich wichtig ist, ist hier, dass man halt wirklich bedenkt, Account gebunden bedeutet, du kannst es nicht mehr verkaufen und du brauchst zwingend diese 200 F-Coin-Scroll.
Und das kann halt, wie gesagt, wenn man sein komplettes Equipment geskinnt hat, dann, ich meine, sehr teuer ist es dann nicht, 1000 F-Coin, aber ja, wenn man das halt nicht auf dem Schirm hat, ist es auf jeden Fall ärgerlich, ja. Also sollte man definitiv beachten. Und das war's auch schon. Und, ach so, eine Sache noch, die ich gleich noch nicht erwähnt habe, aber das erklärt sich eigentlich von allein, weil der Stillcam hier ist noch drinnen. Ihr könnt die Items unendlich oft skinnen. Also ich kann jetzt hunderte CS-Suits, die ich neu bekomme, mit Spy-Suits skinnen. So oft ich möchte. Also das gibt keine Limitierung. Die Limitierung kommt ja dann eben durch den negativen Effekt von Account gebunden plus, na gut, okay, das ist eigentlich beides das gleiche, ja. Von Account gebunden und ja, kannst es nicht mehr traden und so weiter und so fort. Und das war's auch schon. Ich hoffe, das hat euch weitergeholfen. Würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Fly Universe Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.